Erstaunliches Ergebnis, Freunde, das ist einfach unglaublich. Hallo meine lieben Freunde, heute stelle ich euch einen Indikator vor, den alle Scalper verwenden. Es ist eine der besten Strategien für Scalping und heute werden wir versuchen, unser Depot mit dieser Strategie mindestens zu verdoppeln und über 2000 Dollar in einer Handelssitzung zu verdienen. Sie sollten zustimmen, das ist ein ziemlich einzigartiges Ziel. Und in diesem Video werde ich zeigen, wie man es erreichen kann. Zunächst einmal ist das erste Geschäft bereits im Gange. Er wurde ziemlich klug gemacht. Etwas später werde ich erklären, nach welchen Kriterien ich diese schönen Deals mache. Heute arbeiten wir mit dem CCI-Indikator. Er ist der beliebteste Indikator für Scalping. Fügen wir ihn hinzu und stellen ihn noch einmal ein. Inzwischen haben wir bereits 460 Dollar Nettogewinn zurück zu dem Indikator. Auf der Pocket Option Plattform finden wir im Indikatorenmenü in der oberen linken Ecke den CCI und klicken ihn einmal an. Und wir müssen etwas einstellen, damit der Indikator perfekt eingestellt werden kann. Zunächst einmal stellen wir hier zwei Werte ein, 150 und minus 150. Das ist ein Bereich, der den überkauften und verkauften Markt anzeigt. Er funktioniert ähnlich wie der RSI, agiert aber schneller und ist gründlicher, so dass er perfekt für kurze Geschäfte ist. Ich empfehle ihn nicht für den langfristigen Handel zu verwenden, aber darum geht es in dem heutigen Video auch nicht. Es gibt also zwei mögliche Szenarien, zwei Arten von Signalen, die dieser Indikator gibt. Verkaufssignale und Kaufsignale erscheinen, während der Indikator aus der Überverkauften in den Normalzustand zurückkehrt, genau wie hier. So, das Signal ist erschienen, das Geschäft wurde mit dem Signal bestätigt und der Vorgleich abgeschlossen. Aber das ist nicht die einzige Bedingung für das Zustandekommen von Geschäften. Es gibt viele Fälle, in denen die Indikator anstalten, für eine Weile in der überkauften Zone zu bleiben scheint, der Markt aber immer noch nicht umkehren will. Auf diese Weise riskieren sie, gegen den Trend zu handeln, was zu massiven Verlusten führen kann. Ein zusätzlicher Faktor für den Einstieg in den Handel war dieses vorherige Maximum. Das ist ein bestimmtes Preisniveau, an dem die Händler interessiert sind. Aufgrund dieses guten Niveaus haben wir also ein Geschäft zur Senkung gemacht. Eine notwendige Bedingung für ein Geschäft ist also entweder eine Seitwärtsbewegung oder eine flache Bewegung auf dem Markt oder der Preis erreicht ein wichtiges Niveau zusammen mit dem Signal, das uns der Indikator gibt. Wenn er eine kritische Zone verlässt, machen wir einen Deal für einen Anstieg oder eine Senkung. Ich hoffe, das ist klar. Also Leute, wir bereiten uns auf die zweite Handelssituation vor. Möglicherweise müssen wir nicht nur einen, sondern mehrere Deals tätigen. Hier ist alles ganz einfach. Wir wiederholen, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wir suchen entweder nach einem wichtigen Kurzniveau oder nach einer Art Seitwärtsbewegung, innerhalb derer sich die Grafik in letzter Zeit bewegt hat. Wir haben sowohl eine Seitwärtsbewegung als auch die nächstgelegene Widerstandsmarke. Hier habe ich die Geschäfte ein wenig im Voraus gemacht. Im Idealfall müssen wir warten, bis der CCI zu fallen beginnt und die 150er Grenze überschreitet. Das ist der Zeitpunkt, an dem ein Signal als gültig angesehen wird. Im Grunde genommen gibt es zwei Faktoren, um hier Abwärtsgeschäfte zu tätigen. Erstens diese wichtige Preisniveau und zweitens der überkaufte Zustand des Faxindikators. Wie Sie sehen, holt der Kursmarkt und wir, die dies gemacht haben, schnell von dem wichtigen Niveau zurück. Und natürlich wird das erste Geschäft ohne Probleme abgeschlossen. Die beiden anderen werden ebenfalls sehr bald geschlossen. Ich habe sie für den Fall gemacht, dass wir das erste Geschäft kompensieren müssen, falls es verloren geht. Aber haben dieses Mal Glück. 3 Geschäfte bringen uns einen gesamten Gewinn von 1500 Dollar. Ich denke, diese Situation hat erstaunlich gut funktioniert. Weiter geht's. Also Leute, hier ist ein ähnliches Muster. Hier ist ein bestimmtes lokales Niveau. Wir haben das Unterstützungsniveau unterhalb der Grafik, aber der Preis ist derzeit nicht in der Nähe. Und dann gibt es noch dieses lokale Niveau und ein weiteres globales ganz oben. Im Moment achten wir auf diese Zone hier.
Die Grafik hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Reaktion hervorruft. Und wir sehen auch, dass der CCI von der 150er Zone nach unten abprallt. Wir warten also auf eine Korrektur, sowohl laut der Grafik als auch laut dem Oszillator. Ich stimme also zu, dass wir dieses Mal einfach Glück hatten. Die Grafik begann nicht zu fallen, aber der Handel schoss auf wundersame Weise ein paar Punkte unter seinem Eröffnungsniveau und brachte uns einen Gewinn. Dieses Niveau wird wahrscheinlich durchbrochen werden und der Kurs wird sich weiter nach oben in Richtung des globalen Niveaus bewegen. Aber wir haben in dieser Situation alles getan, was wir konnten. Finden wir also den nächsten Wert und die nächste Situation. Also Freunde, dieses Geschäft muss viel zuversichtlicher sein. Es gibt mehrere Faktoren für eine Senkung. Zunächst einmal haben wir es hier mit einer Doji-Kerze zu tun, die sich in der Regel ganz oben oder ganz unten in einem Trend bildet und eine Umkehr anzeigt. Wenn wir zu einem globalen Zeitrahmen wechseln, sehen wir diese horizontale Ebene. Auf dem 30 Sekunden Zeitfenster hat der Indikator die 150er Zone erreicht und liegt nun darunter. Wir können also eine schöne rote Kerze erwarten, die uns Gewinne bescheren wird. Heute haben wir ein paar wundersame Geschäfte gemacht, eine große Anzahl von ausschließlich profitablen Geschäften. Wenn wir die heutige Handelssitzung nehmen, wir bekommen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Gewinne, 6 erfolgreich abgeschlossene Geschäfte mit einem gesamten Gewinn von Wahrscheinlichkeit über $300.000. Wir haben unser Ziel erfüllt. Übrigens, Freunde, wenn ihr die gleiche Gewinnrate für euren Handel haben wollt, vergesst nicht, dass ich auf meinem kostenlosen Telegram-Kanal ein sehr cooles Video gepostet habe, das der Eröffnung der Gewinnrate gewidmet ist. Darin ist nichts Unmögliches. Sehen Sie sich einfach das Video an und wenden Sie alle meine Ratschläge in die Praxis an. Ich bin zuversichtlich, dass Ihr Handel viel besser wird. Das war's für heute. Viel Glück. Tschüss.